Ich habe mir die Challenge gestellt, eine Handy-App in nur 30 Minuten zu erstellen. Und all das, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Wie das geht und ob ich das wirklich in dieser Zeit geschafft habe, siehst du im heutigen Video. Hallo, ich bin Florian Link. Und vielleicht hast du mein letztes Video gesehen, wie ich mit Bolt.new eine einfache Web-App erstellt habe. Und wenn nicht, schau es dir auf jeden Fall nach diesem Video an. Heute werden wir dieses No-Coding-Tool wiederverwenden. Aber diesmal mit einem kleinen Twist. Am Ende des Videos wirst du sehen, wie man mit Bolt.new, einem einfachen Textprompt und ein wenig Geduld das machen kann, wofür Programmierer früher Monate gebraucht haben. Und all das in wenigen Minuten. Und das Erstaunliche ist, dass du diese App ganz einfach als Side-Hustle direkt monetarisieren kannst. Dadurch wird diese Idee in deiner Notiz-App wirklich zur Realität. Währenddessen können Unternehmen jetzt maßgeschneiderte Software intern erstellen und müssen nicht mehr teure Lösungen extern suchen. Dies ermöglicht ihnen, Produkte schneller zu entwickeln, Lösungen schneller zu testen und all das ohne das Budget zu sprengen. Also diese teuren Softwareabonnements, die brauchst du vielleicht einfach gar nicht mehr. Doch jetzt kommen wir zur Challenge. Nicht nur wird diese App der erste Prototyp für einen unserer Kunden bei Link.ai sein, sondern außerdem setze ich mir ein Zeitlimit von 30 Minuten, um dir zu zeigen, wie schnell du deine Lösung wirklich in die Realität umsetzen kannst. Und damit würde ich sagen, starte ich den Timer. Also, der Timer läuft. Los geht's. Wie ihr seht, wir sind wieder auf Bolt.new, wo wir letztes Video auch angefangen haben. Aber diesmal brauchen wir noch kurz vorher etwas, bevor wir überhaupt anfangen können, unsere Mobile App zu designen. Und zwar brauchen wir auf unserem Handy die Expo Go App, damit wir dann am Ende unsere App auch auf dem Handy angucken können, ob sie auch wirklich funktioniert. Also, fangen wir an. Ganz wichtig jetzt für die Mobile App, wir benutzen einmal diesen Prompt hier unten, Build a Mobile App with Expo, damit es schon mal genau weiß, was wir jetzt vorhaben. Weil wir heute auch ein bisschen unter Zeitdruck stehen, benutze ich diesmal nicht ChatGPT für den Initial Prompt, sondern benutze einfach Super Whisper und benutze dann hier unten diese Sterne, Enhanced Prompt. Das heißt, es verbessert den Prompt für uns direkt, damit wir genau das bekommen, was wir wollen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht zu den Vorstellungen des Kundens für diese App. Wie gesagt, das ist ein erster Prototyp. Danach gehe ich erstmal zum Kunden und zeige ihm, was ich gemacht habe, und dann können wir besprechen, was noch verbessert werden soll. Also, er möchte einen Zeittracker haben für verschiedene Aufgaben, wo er dann währenddessen auch noch Notizen hochladen kann, die dann mit dem Zeitpunkt, an dem er die aufgenommen hat, gemarkt sind, sodass er genau weiß, wann er die Idee hatte während der Task. Also, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Wir benutzen wieder Super Whisper, das heißt unsere Sprache zu Text AI, den ich im letzten Video vorgestellt habe. Könnt ihr euch gerne das Video nochmal angucken. Ich verlinke das auch am Ende unten noch in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, damit wir auch noch die Zeit hinkriegen. Wir haben ja nur 30 Minuten. Die ein Zeittracker ist für Projekte, für verschiedene Projekte. Wir wollen uns Notizen machen, wobei es aufgeschrieben wird, an welchem Zeitpunkt die Notiz gemacht wurde. Das sollte über mehrere Projekte möglich sein, wo man auch pausieren kann, und der Abschluss des Projektes soll auch auswählbar sein. Und danach gibt es einen Overview mit den verschiedenen Statistiken dieses Events, und dann haben wir noch einen Tab, wo dann wir einen Overall Statistiken Overview haben, wie viele Stunden insgesamt man schon damit verbracht hat und die verschiedenen Projekte. So, wie ihr gesehen habt, einfach Super Whisper benutzt, das eingesprochen, das übersetzt das auf Englisch, dann können wir auch schon direkt losgehen. Wir gehen einmal über den Prompt drüber, weil es ist ja jetzt auch was Wichtiges. Und es sieht gut aus, schicken wir das mal los, und jetzt macht Bolt.new wieder das, was es letztes Mal auch gemacht hat, nur für eine Mobile-App diesmal. Jetzt fängt es wieder an zu programmieren, und ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn wir dann unseren ersten Entwurf haben. So, da sind wir wieder, der erste Entwurf ist da, der Timer läuft, 25 Minuten haben wir jetzt noch, und wir sehen jetzt hier, haben wir schon mal direkt unseren QR-Code, den wir scannen können, damit wir uns auf unserem Handy uns angucken können. Das mache ich jetzt auch mal direkt, um euch das zu zeigen. Das kann man auch erst am Ende des Projektes machen. Und was ihr dafür einfach benutzt, ihr benutzt die Scanner-App auf eurem Handy für den QR-Code und scannt dann einfach den QR-Code ein. So, den hat er jetzt gelesen, und jetzt öffnet er die Expo Go App, die ihr vorher installiert haben müsst, und dann lädt er auch schon die App hier. Wie ihr seht, lädt es schon, und ich zeige euch dann gleich, wenn es fertig geladen ist. So, die App ist jetzt fertig geladen. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir eine funktionierende App, die wir jetzt hoch und runter ziehen können. Aber damit ihr es auch besser sehen könnt, können wir es auch direkt hier online uns die angucken, wie die App denn wirklich auch aussieht. Also, wie ihr jetzt seht, haben wir diese App hier, wo wir dann eingeben können, die Notizen und den Timer starten können. Das funktioniert noch nicht, also kein Problem. Dann müssen wir jetzt einfach unseren Prompt wieder eingeben und sagen, was das Problem ist. Wenn wir versuchen, den Timer zu starten, läuft kein Timer. Bitte fixe das.
Und das kann jetzt ein bisschen dauern, hin und her, bis wir dann letztendlich die richtige Lösung haben. Das habt ihr ja schon im letzten Video gesehen, dass das ein bisschen dauern kann und dass man da vielleicht auch ein bisschen Expertise mit dem Tool braucht. Das ist alles, was man über Zeit lernen kann. Es braucht ein bisschen Zeit, um sich damit am Anfang zu befassen, um es wirklich richtig zu verstehen. Aber sobald man es dann gemacht hat, funktioniert es wirklich super schnell. Und wie ihr seht, mein Ziel ist heute unter 30 Minuten eine App zu erstellen. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dafür. Ich melde mich gleich wieder, wenn wir einen weiteren Fortschritt haben. So, das ging jetzt recht schnell. Wir haben jetzt hier unseren Timer eingeblendet. Wir können mal direkt probieren, ob es jetzt funktioniert, wenn wir den Timer starten. Anscheinend startet der Timer immer noch nicht, kein Problem. Das können wir dem Tool auch wieder sagen. Wenn wir jetzt Start Timer drücken, läuft der Timer aber nicht. Es soll so sein, dass der Knopf zu dem Timer gelinkt ist und dass man damit dann den Timer startet. Außerdem brauchen wir noch, dass wir ein weiteres Projekt da hinzufügen können. Aber fokussiere ich erstmal auf das erste. So, dann schauen wir uns den Prompt kurz an. Und jetzt lädt es wieder los. Wie gesagt, gleich nochmal das Ergebnis von diesem Prompt. Wie ihr seht, es codet direkt. Bis gleich. So, jetzt haben wir wieder ein neues Ergebnis bekommen. Es hat jetzt gut 1 Minute gebraucht. Jetzt können wir es ja wieder probieren. Wähle erstmal ein Projekt aus. Gute Idee. Ich sag mal Design. Und jetzt, woran arbeite ich? Einfach an Designs und starte den Timer. So, jetzt fängt der Timer an und wie ihr seht, funktioniert der Timer und aber die Notizfunktion, die wir jetzt bis jetzt haben, ist noch nicht genau das, was ich haben möchte. Das sage ich dem Tool jetzt nochmal und dann können wir mal gucken, ob das gut funktioniert. Außerdem haben wir auch noch keinen Pausierbutton, den wir wollten. Die Notizen sollen während der Zeitaufnahme schreibbar sein. Das heißt, ich starte den Timer und kann mir dann währenddessen Notizen schreiben und der Timer merkt sich dann, wann ich diese Notiz geschrieben habe. Vielleicht noch ein kleiner Tipp. Es ist immer leichter, eine Funktion auf einmal zu programmieren, damit das Tool nicht überfordert wird. Also immer gucken, dass man auch nur eine Sache ändert und dann kann man immer den nächsten Schritt machen, den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und somit langsam die App bilden. So, jetzt sind wir wieder fertig. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ich schreibe wieder Design, wähle das Projekt aus und starte den Timer. So, der Timer funktioniert wieder. Ich kann jetzt hier meine Notiz adden. Sagen wir mal Hallo. Und hinzufügen. Und jetzt hat er sich hier die Notiz gespeichert. Aber noch nicht ganz, wann diese Notiz war. Das können wir jetzt auch nochmal ändern. Ganz schnell. Wie gesagt, Zeit ist hier super wichtig. Ich werde auch nicht jedes kleine Detail ausbessern. Das mache ich vielleicht nochmal nach dem Video, bevor ich es dann zum Kunden letztendlich schicke. Ich will dann einfach unter diesen 30 Minuten bleiben und dass die Hauptfunktionen der App jetzt erstmal funktionieren. Also, dann machen wir nochmal einen neuen Prompt. Ich möchte auch, dass die Notizen getimestamped sind. Das heißt, es merkt sich, zu welchem Zeitpunkt ich diese Notiz geschrieben habe. Dann machen wir das. Und der nächste Schritt wollen wir auch nochmal eigene Projekte erstellen können. Bis jetzt haben wir hier welche vorgeschlagen, aber die würde ich gerne nochmal selber erstellen. Das ist dann der nächste Schritt. Ich würde sagen, danach, wenn alles funktioniert, auch im Anbetracht der Zeit, ich check mal eben kurz, wie weit wir schon voran sind. Gut, wir haben jetzt noch ungefähr 18 Minuten. Ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter Zeit damit verbringen. Das mache ich vielleicht auch. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder, wenn ich jetzt ein bisschen weiter damit gekommen bin. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt ein paar Schritte gemacht. Wir haben jetzt noch gut 15 Minuten Zeit, wie ihr hier seht. Ich habe jetzt kurz 3 Minuten gebraucht und dann könnt ihr mal sehen, wie schnell es wirklich funktioniert, das zu fixen. Also, wir haben jetzt hier unser Projekt. Erstmal können wir unser Projekt hier hinzufügen. Das heißt, wir haben jetzt ein neues Projekt. Sagen wir mal, nennen wir jetzt einfach mal Video und dann fügen wir es jetzt hinzu. Und dann kommt das auch, sehen wir auch hier, können wir Video auswählen. Wählen wir mal Video aus. Woran arbeite ich? An einem Video. Starte den Timer. So, dann fängt der Timer jetzt hier an zu zählen. Jetzt kann ich hier eine Notiz machen. Einfach mal Hallo und die hinzufügen. So, das sagt Hallo. Jetzt kann ich auch pausieren. Das habe ich auch noch dazu hinzugefügt, dass man pausieren kann, weitermachen kann und Stopp. Dann hat man das Projekt abgeschlossen. Hier drüben sehen wir jetzt, hier haben wir unsere Projekte und hier auch nochmal Statistiken, wie viel Zeit wir damit verbracht haben letztendlich. Und ich würde sagen, das ist schon mal sehr gut. Was ich jetzt noch überarbeiten würde, ist das UI, also das User Interface, wo wir jetzt ein bisschen noch die Sprache verändern können, den Look der App. Und ich gucke auch nochmal, ob ich hinkriegen kann in der Zeit, dass man im Nachhinein auf die Projekte zugreifen kann. Zum Beispiel dadurch, dass ich hier eine Sidebar öffnen würde, wo man draufklicken kann und dann zwischen den verschiedenen Projekten wählen kann und immer noch die History hat von dem, was man gemacht hat. Das heißt, ich würde sagen, ich probiere jetzt mal die Sachen aus. Ich zeige euch nochmal den Prompt, den ich dafür jetzt benutze. Also, ich würde sagen, erstmal das UI, das Aussehen. Würde ich sagen,
können wir das Aussehen der App ein bisschen verändern. Ich finde, es ist ein bisschen plump und es wäre schöner, wenn das ein bisschen ansprechender aussieht. Man kann das ein bisschen gamifyen, dass man gerne zu der App wiederkommt und dass man sie gerne öffnet und gerne benutzt. Sei da sehr kreativ, lass deine Ideen freien Lauf. So, jetzt haben wir unsere App hier, die wir jetzt nochmal verändern, äußerlich. Und ich zeige euch dann gleich, wie die veränderte App nochmal aussieht. So, da bin ich wieder. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ich habe nur noch 3 Minuten Zeit. Aber jetzt zeige ich euch nochmal alles, was ich geändert habe. Und dann letztendlich nochmal, wie es jetzt auf dem Handy aussieht. Und jetzt werdet ihr sehen, wie einfach es ist, in jetzt 27 Minuten eine App auf dem Handy zu erstellen. Wirklich super, super schnell. Also, wir haben unseren Timer hier. Wir haben jetzt eine Daily Streak, in der wir messen können, wie viele Tage hintereinander wir die App benutzt haben. Den Timer, die verschiedenen Projekte. Wir können hier auch weitere Projekte hinzufügen und uns angucken, was wir in dem Projekt bis jetzt gemacht haben. Dann haben wir hier unsere Statistiken, die sich dann füllen, sobald wir ein bisschen mehr Zeit mit der App verbringen. Und ich würde sagen, wir schauen uns nochmal den Timer an. Also, wir haben jetzt hier, sagen wir machen Design, schreiben wir Video und starten den Timer. Jetzt läuft der Timer hier. Wir können ihn pausieren, weitermachen, noch was hinzufügen. Hallo, Notiz hinzufügen. Er merkt sich, wann wir die Notiz gemacht haben und Complete. Und damit ist unser Timer funktionstüchtig. Alles funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns nochmal, wie es auf dem Handy ausschaut. Also, ich öffne jetzt nochmal mein Handy, öffne die App und zeige euch dann, wie es aussieht. So, da sind wir wieder. Die App hat fertig geladen. Und guck mal, man kann hier jetzt alles hin und her bewegen. Man kann die verschiedenen Tabs switchen. Und voll funktionstüchtig auf meinem Handy kann ich Sachen eingeben, wie ich es möchte. Also, jetzt habt ihr gesehen, wir haben es wirklich in der Zeit gerade noch geschafft, in wenigen Minuten mit ein paar Prompts, ein bisschen hin und her, ein paar Ideen und ihr habt eine fertige App auf eurem Handy. Es ist wirklich unglaublich, was diese Tools können. Mal wieder. Ihr habt gesehen, wie super das funktioniert. Super einfach mit der Web-App im letzten Video und mit der Handy-App in diesem Video. Und damit würde ich sagen, Challenge bestanden. Also, wie du gesehen hast, erstellt Bolt.new nicht nur einfache Prototypen, sondern Apps mit wirklichem Mehrwert. Jahrelang wurde uns erzählt, dass für die Entwicklung von Handy-Apps Programmieren wirklich ein Muss ist. Aber Bolt.new stellt das einfach auf den Kopf. Es ermöglicht dir, eine Handy-App zu kreieren mit einem einfachen Prompt und ein paar Veränderungen nachhinein. Also Schluss mit Gatekeeping. Wenn du eine Idee hast, dann setz sie einfach um. Und dabei brauchst du nicht mal irgendwelche Programmierkenntnisse. Also, was hindert dich daran, deine eigene App zu entwickeln? Wenn du jetzt noch wissen möchtest, wie Link AI dir und dein Unternehmen helfen kann, KI in ihre Prozesse zu integrieren, dann klick jetzt den Link in der Beschreibung und mach ein erstes kostenloses Gespräch aus, in dem wir besprechen können, wie wir dir weiterhelfen können. Wenn du jetzt noch wissen willst, wie man eine Web-Application mit Bolt.new erstellen kann, dann guck dir dieses Video an. Und wenn du meinen Kanal abonnierst und dieses Video likest, dann sorge ich persönlich dafür, dass du mit deinen No-Coding-Tools wirklich Mehrwert erschaffen kannst. Denn damit bleibt deine Geschäftsidee nicht nur eine Idee, sondern wird wirklich zur Realität. Und damit, wie immer, hinterfrage den Status Quo. STG.